Wenn du eine neue Hüfte bekommen hast und immer noch unsicher bist, welche Übungen du machen darfst oder welche nicht, dann bleib dran. Dieses Video ist genau das Richtige für dich. Heute erfährst du, welche Faktoren dafür sorgen, dass deine Prothese stabil ist und bleibt und was du sicher machen kannst oder wo vielleicht etwas mehr Vorsicht noch geboten ist. Eine neue Hüfte kommt extrem häufig vor. Im Jahr 2022 wurden in Deutschland mehr als 170.000 Hüften eingebaut. Meiner Erfahrung nach ist die größte Angst, was diese Patienten haben, ist, dass die Hüfte auskugelt, dass die luxiert. Weil das würde ja bedeuten, dass du die ganze OP, die ganze Reha, alles wieder von vorne beginnen müsstest. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, welche Faktoren eine Rolle spielen bei der Stabilität deiner neuen Hüfte. Und ich sage dir gleich, die Hälfte dieser Faktoren kannst du sehr gut selber beeinflussen. Damit die Prothese gut und stabil ist, spielt ja die OP eine riesige Rolle. Es ist wichtig, wenn der Operateur die Prothese einsetzt, was ja meistens beide Teile von der Hüfte sind, das heißt einmal den Hüpfkopf und auf der anderen Seite auch die Pfanne. Dass die Pfanne so eingebaut wird, wie die normale Pfanne ist von der Hüfte, das heißt, die soll dann halt 45 Grad nach unten zeigen und auch etwas 10 Grad nach vorne. Und dann ist es wichtig auch, dass die Hüfte eine gute Überdeckung von der Pfanne bietet. Diese Überdeckung ist dann halt davon abhängig, wie groß der Hüftkopf ist. Ja klar ist ein größeren Kopf stabiler, andererseits durch die größere Maße bietet die auch mehr Abriebmöglichkeit, weil man einfach mehr Material vorhanden ist. Alle diese Faktoren kann selbstverständlich der Operateur dir besser erklären. Auf alle Fälle sollte mit dir genau besprochen werden, wenn du die Hüfte noch nicht hast, was die beste Prothese für deinen Fall ist. Der zweite Faktor, der eine Rolle spielt bei der Stabilität, ist, wo der Schnitt gemacht wird, um deine neue Hüfte einzubauen. Es gibt die Möglichkeit, dass man eher diesen Schnitt etwas vorne von der Hüfte wählt oder dass man den Schnitt etwas hinterlegt, auf den hinteren Anteil von der Hüfte macht. Die Studien haben gezeigt, wenn der Schnitt eher auf den hinteren Anteil gemacht wird, dass ein höheres Risiko steht für eine Luxation, als wenn es auf der vorderen Seite kommt. Also, alle diese Faktoren sind von deinem Operateur abhängig. Und jetzt kommen die zwei anderen wichtigen Faktoren, wo du auch einen Einfluss drauf haben kannst. Das erste ist das Gelenkkapsel. Wenn jetzt halt eine neue Hüfte implantiert wird, muss ja die Hülle um das Gelenk drumherum, die muss ja aufgeschnitten werden. Und diese Gelenkshülle, die ist extrem stabil und die bietet auch eine sehr große Stabilität für das neue künstliche Gelenk. In dem Moment, wo man jetzt halt die Kapsel aufmacht, um an den Knochen ranzukommen, hat man jetzt auf dieses Gewebe, das ist auch Bindegewebe, hat man jetzt da erstmal eine Wunde. Und diese Schnittstelle ist ja selbstverständlich noch nicht so stabil wie das gesunde Gewebe vor der OP. Und die vollständige Heilung der Gelenkkapsel, die dauert von 3 bis zu 6 Monate. Sicherlich ist es jetzt halt nicht 6 Monate und dann ist es fertig. Das ist ja immer ein bisschen abhängig von deinem allgemeinen Gesundheitszustand. Und genau diese Heilung von der Gelenkkapsel kannst du sehr gut beeinflussen. Weil diese Gelenkskapsel bzw. die Narbe auf die Gelenkskapsel, die ist ja am Anfang eine schwache Stelle. Und genau deswegen wird dir auch gesagt, oder wird gesagt, dass man am Anfang nach einer Hüft-Tap die Beine nicht überkreuzen sollte. Oder wenn du jetzt halt schläfst auf der Seite, dass du jetzt halt ein Kissen zwischen die Beine haben solltest. Dieser Rat wird häufig gegeben, weil in dem Moment, wo du die Hüfte nach innen drehst oder die Beine überschlagst, das heißt die operierte Hüfte über die Mittellinie nach innen bringst, in dieser Position erfährt die Gelenkskapsel jetzt eine Dehnung. Und sehr wahrscheinlich direkt da, wo auch die Narbe ist. Stell dir mal vor, du hast eine Wunde auf die Haut und jedes Mal, wo das versucht zu heilen,
ziehst du einfach die Narbe auseinander, weil du deine Dehnung machst. Das wäre ja ein bisschen kontraproduktiv, oder? Deshalb solltest du in dieser Phase, bis die Gelenkskapsel komplett verheilt ist, diese Bewegungen vermeiden. Dadurch heilt die Kapsel in eine optimale Position, die wird nicht überdehnt und du gehst kein Risiko ein, dass jetzt deine neue Hüfte auskugelt. Übungen, die du in dieser Zeit vermeiden solltest, um die Heilung deiner Gelenkkapsel perfekt zu unterstützen, sind diese Übungen. Das heißt, diese Übungen sind am Anfang erstmal kontraproduktiv. Übung Nummer 1 sind die tiefen Kniebeuge, wo deine Hüfte tiefer ist als 90 Grad. Bei dieser Bewegung kommt es zu einer Dehnung in der Schnittstelle von der OP. Und deswegen solltest du die in dieser ersten Phase eher lieber weglassen. Eine Muskelgruppe, die man gerne bei einer Hüft-Tap stärkt, sind die Hüftbeuge. Und eine Übung, die man dafür nutzen könnte, wäre aufrechter Sitz und dann das Bein nach oben ziehen. Entweder mit einer Gewichtsmanschette oder was denn auch immer. Das Problem ist, dass ab dem Moment, wo das Knie höher ist als die Hüfte, kommt es zu einer Dehnung der Gelenkskapsel. Also sitzen, aufrechter Rumpf, mehr als 90 Grad Beugung solltest du nicht machen. Nichtsdestotrotz ist diese Übung eine gute Möglichkeit, um deine Hüftbeuge zu stärken. Du kannst diese 90-Grad-Regelung entgehen, indem du deinen Rumpf sehr weit nach hinten bringst. Am besten stützt du den hinten irgendwo ab und da könntest du hier dann die gleiche Bewegung machen. Oder alternativ dazu wäre, dass du die Übung einfach im Stehen machst. Das ist sowieso viel besser, weil diese Haltung eher den Alltagshaltung entspricht als im Sitzen. Also stell dich hin, Hände an der Hüfte und dann hier einfach beugen. Und in dieser Position kannst du viel besser die 90 Grad der Hüfte meiden. Eine weitere Übung, die nicht so optimal ist, wenn du eine frisch eingesetzte Hüfte hast, sind zum Beispiel Übungen, in denen du die Hüfte zu dir zu doll ranziehst. Wenn man zum Beispiel jetzt das Gesäßmuskulatur dehnen will oder man hat auch ganz häufig diese Übung, das ist jetzt ein kompletten No-Go, wenn man jetzt die Piriformis Muskulatur dehnen will. Diese Übung kombiniert auf einer Seite die Außendrehung der Hüfte und zusätzlich die Beugung über 90 Grad. In dieser Position hast du eine extreme Dehnung von der Gelenkskapsel und deshalb sollte diese Bewegung auch vermieden werden. Genauso wie Übungen, die man hat, die man so macht. Hüfte zu dir weiter rangezogen, Knie gestreckt und dann wieder loslassen. Es ist eine gute Übung für den Quadrizeps, aber nicht dann, wenn du eine neue Hüfte hast. Das nächste, was du erstmal vermeiden solltest, ist diese Übung zur Dehnung der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Knie gestreckt, Füße zu dir rangezogen und dann bringst du den Rumpf nach vorne. Auch in dieser Position hat man eine super Dehnung der Kapsel, die du nicht haben willst, wenn du deine Narbe gerade heilst. Diese Dehnung der Kapsel kommt auch bei einer ganz typischen Übung, und zwar Vierfüßlerstand und dann nach hinten gehen, um den Rückenstrecker zu dehnen. Auch in dieser Position hast du eine extreme Beugung der Hüfte, was sehr ungünstig ist. Und noch dazu, wo du darauf achten solltest, sowohl beim Alltag als auch bei den Übungen zum Beispiel, ist es A, dass du nicht in so einem tiefen Sitz hast, das heißt sowohl im Auto oder im Alltag, suche dann Sitzfläche aus, die mindestens 90 Grad der Hüfte anbieten. Aber was ich sehr häufig sehe bei den Patienten, ist, dass sie eine zu schwache Gesäßmuskulatur haben und deshalb die Knie so nach innen bringen und in diese X-Stellung dann hochkommen. Weil die nutzen die Adduktorenmuskulatur, um den Hüftstrecker auszugleichen. Versuche beim Aufstehen mehr Druck auf die Außenkante von deinem Fuß zu geben. Dadurch vermeidest du diese X-Haltung und kommst dann eher mit dem aufrechten Sitz nach oben, bis die Knie komplett durchgestreckt sind. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr erfahren willst, wie du mit einfachen Bewegungen deine Gesundheit fordern kannst und Schmerzen lindern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Inputs, was du machen kannst für deine Gesundheit. Und der letzte Faktor und vielleicht genau der, wo du am meisten Einfluss nehmen kannst,
um eine stabile Hüfte lebenslang zu bekommen, ist deine muskuläre Kraft. Eine kräftige und stabile Muskulatur ist das Beste, um ein Gelenk sicher zu bewegen, zu führen und zu stabilisieren. Deshalb ist ein Reha-Programm mit Kräftigungsübungen so wichtig nach einer Hüft-Tap. Was man unbedingt immer wieder dran denken muss. Muskulatur kann man in jeder Alter, unter jede Bedingungen immer aufbauen. Das heißt, unabhängig von welchem Fitnesszustand du kommst, je mehr Training du hast, desto besser wird deine Muskulatur. Auch wenn du davor überhaupt noch nie trainiert hast. Aber genauso, wenn du jetzt halt trainiert hast, eine stabile Muskulatur erreicht hast, ab dem Punkt, wo du gar nichts mehr machst, baut sie diesen Muskel wieder ab. Also, es ist schon ein lebenslanges Training. Nicht nur deine neue Hüfte würde es dir danken, aber dein allgemeiner Gesundheitszustand wird sich verbessern, wenn du mehr übst. Und jetzt, speziell für die Stabilität deiner Hüfte, sind Übungen, die deine Adduktoren kräftigen und auch den Hüftstrecker kräftigen. Weil diese beiden Muskelgruppen, die sorgen dafür, dass man eine verbesserte Stabilität auf den lateralen und den hinteren Anteil der Prothese bekommt. Ich zeige dir jetzt ein paar Beispiele von Übungen, die du machen kannst, um genau diese Muskel wieder zu kräftigen. Eine typische Übung, die für eine Hüft-Tap genutzt wird, ist die Brücken. Du legst dich auf den Rücken, Knie hüftbreit auseinander und in diese Position Gesäß anspannen und nach oben kommen. Durch die Anspannung vom Gesäß stärkst du deine Hüftstrecker und dann langsam wieder runter. Auch eine Übung, die in deinem Reha-Programm nicht fehlen darf, ist das Spreizen der Hüfte in Seitenlage. Wenn das die operierte Hüfte ist, die lässt du nach oben, immer ein Kissen dazwischen, damit man das nach innen kommen vermeiden kann und in diese Position einfach die Hüfte hochheben. Die gleiche Übung lässt sich auch im Stehen machen. Dadurch wird sie auch deutlich leichter, weil du weniger gegen die Schwerkraft arbeitest. Aufrechter Stand, am besten hältst du dich fest auf ein Möbelstück, damit du stabiler bist und in diese Position die Hüfte seitlich wegspreizen. Achte darauf auf eine gute Körperhaltung. Und nicht zuletzt, auch die halbe Kniebeuge ist extrem wichtig, wenn man eine neue Hüfte bekommen hat. Mit dieser Übung kräftigst du gleichzeitig die Oberschenkelvordermuskulatur, aber auch die Hüftstrecke. Du musst nur ein bisschen darauf achten, wo du ein bisschen mehr deinen Fokus drauf legst. Das heißt, am besten stellst du dich hin zu einem Möbel oder einem Küchentisch oder irgendwas, was dir jetzt eine stabile Ebene bietet. Und in diese Position gehst du dann in eine halbe Kniebeuge, um dann die Hüfte komplett wieder nach oben zu strecken. Beim Hochkommen achte darauf, dass du ganz bewusst deine Gesäßmuskulatur anspannst, bis die Hüfte komplett gestreckt ist. Wenn du eine neue Hüfte bekommen hast, dann sollten diese Übungen definitiv ein Teil von deinem Übungsprogramm sein. Wenn es schon seit über ein Jahr ist, wo du eine neue Hüfte bekommen hast, spricht prinzipiell erstmal nichts dagegen, dass du jetzt halt auch in der Drehbewegung bzw. mehr Beugung reingehst. Weil nach dieser Zeit ist die Kapsel schon komplett verheilt und wenn deine Muskulatur schon kräftig genug ist, hält es die Prothese auch in der Stelle. Nichtsdestotrotz ist jeder Patient einen individuellen Fall. Deshalb besprich es am besten mit deinem Therapeut bzw. mit deinem Arzt zusammen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!